Robert Habeck, meine Damen und Herren. Ja, vielen Dank. Ich muss mich wirklich bedanken, dass Philipp und das Team vom OER mich eingeladen hat. Ist ja vielleicht nicht selbstverständlich, so eine große und coole Veranstaltung gleich mit einem Politiker und mit einer politischen Rede zu eröffnen. Und als ich Philipp eben hinter der Bühne kurz traf und fragte, was soll ich denn eigentlich sagen, sagte er, sag was zur aktuellen Lage. Und das tue ich. Und vielleicht ist es die ersten paar Minuten ein bisschen ein Downer. Ich meine, alle sind gut drauf, alle freuen sich. Kai Pflaume sieht lässig aus und alle finden, sie sehen auch lässig aus. So, und jetzt komme ich. Aber für mich ist das hier wirklich im weitesten Sinne ein politischer Termin. Und ich will das kurz ein bisschen einordnen und begründen. Dann werdet ihr über die nächsten Tage viel Konkretes diskutieren, über AI reden, über Geschäftsmodelle. Ihr werdet euch vernetzen, ihr werdet Spaß haben, ein bisschen feiern und vielleicht gibt es auch irgendwo alkoholfreies Wasser am Abend. Trotzdem glaube ich, ist es wichtig, einmal den Horizont aufzureißen und sich, wenn ihr wollt, und euch zu fragen, vor welchem Hintergrund wir eigentlich uns hier in Hamburg treffen im Frühjahr des Jahres oder Frühsommer des Jahres 24. Und für mich, und das ist jetzt der ernste Teil dessen, was ich sagen will, sieht die aktuelle Lage, zu der ich was sagen will, so aus. Freiheit und liberale Demokratie stehen unter Druck wie lange nicht mehr und selten in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und sie stehen unter Druck aus vor allem 3 Gründen. Einmal von innen. Populisten, Radikale, Rechtsradikale wollen im Kern das Gemeinwesen, das unser Land die letzten 70 Jahre geworden ist, in Frage stellen, vielleicht zerstören. Also es gibt Druck von innen. Ihr kennt alle die fürchterlichen, irgendwie absurden, aber dann ja doch realen Fantasien, Menschen auszubürgern, abzuschieben, und alle haben mitbekommen, dass Gewalt der Sprache, eine gewisse Entgrenzung in den politischen Räumen, aber auch ein Ausfluss der sogenannten sozialen Medien, wo ja viele von euch sehr, sehr aktiv sind, jetzt Realität geworden ist, dass also der gesprochenen Gewalt jetzt auch tatsächlich reale Gewalt auf der Straße folgt. Freiheit und Demokratie steht unter Druck von innen, von den Feinden, die sie im Kern bekämpfen, vielleicht sogar abschaffen wollen. Sie steht unter Druck von außen, durch Kriege im schlimmsten Fall und durch Protektionismus und eine Welt, die wieder in Nationalismen und einzelne Räume, man nennt es Geopolitik, Interessensphären, die man gegen andere hält, unterteilt wird. Man kann den Angriffskrieg von Putins Russland, und es ist wichtig, es ist Putins Russland, denn es gibt ja auch ganz viele mutige Russinnen und Russen, die gegen Putin auf die Straße gehen, die sich verhaften lassen, obwohl sie wissen, dass sie mit ihrem Leben dafür bezahlen werden, Nawalny. Also wir müssen unterscheiden zwischen den Russen und Putins Russland, aber man kann Putins Russland als Krieg für einen Imperialismus, also einen nationalen Größenwahn lesen. Man kann ihn aber auch als Angriff, als Krieg gegen einen demokratischen Staat, in diesem Fall in der Ukraine, lesen. Also nicht zulassen wollen, dass auf einem Territorium, das mal zur Sowjetunion gehörte, ein liberaler, freier, nach Europa orientierter Staat entsteht. Neben dem Angriff von innen gibt es so gesehen und so gelesen auch den Angriff von außen auf die Freiheit. Und Freiheit steht drittens unter Druck. Und da muss man ein bisschen einen Umweg gehen, aber das ist der Kern dessen, was jedenfalls mich und viele andere antreibt, steht unter Druck durch die globale Erderwärmung, die mit Klimawandel falsch und zu klein beschrieben ist und mit Klimaschutz die falsche Vokabel eigentlich gewählt hat. Wir schützen ja nicht das Klima. Dem Klima ist es im Grunde egal, wie heiß es ist. Das Klima ist auch noch da und irgendwie ein anderes Klima, wenn es 2 oder 4 Grad wärmer ist. Aber menschliches Leben, menschenwürdiges Leben, freies Leben von Menschen unter den Bedingungen von einer grassierenden globalen Erderwärmung, bei Wassermangel, bei Ausfall von Nahrung, bei Versorgungsnot, bei Überschwemmungen, bei Flut, bei Dürren, das wird immer schwerer möglich sein.
Klimaschutz ist also so gesehen eigentlich das falsche Wort. Wir schützen, wenn wir das Klima schützen, Freiheit, menschenwürdiges Leben, Menschlichkeit auf der Erde. Freiheit, dreimal steht sie unter Druck von innen, von außen und durch eine grassierende globale Erderwärmung. Das ist die aktuelle Lage. Und so viel wir uns politisch Debatten geben, worüber wir alle streiten mögen, und viele andere Themen sind natürlich genauso wichtig und auch relevant. Aber wenn ihr mich fragt, worum geht es eigentlich in dieser Zeit, dann darum, ein Leben in Frieden, in Freiheit zu verteidigen und möglich machen. Das ist the state of the play. Das ist der Hintergrund der politischen Debatten, die wir führen. Und das ist mit Verlaub auch der Hintergrund vom OMR im Jahre 2024, wo immer ihr drüber Party macht, wo immer ihr drüber redet. Dieser Hintergrund geht nicht weg. Und vielleicht hat er auch noch viel mehr mit dieser Versammlung, mit dieser Konferenz, mit diesem Kongress zu tun, als ihr eigentlich glaubt. Um das einmal herzuleiten, muss man sich vielleicht klar machen, was die DNA von gelebter Freiheit, nämlich Demokratie ist. Sie bedeutet natürlich, einerseits übersetzt, es gibt Mehrheitsentscheidungen. Aber das heißt wiederum nicht, dass die Minderheit nichts zu sagen hat. Und Mehrheitsentscheidung heißt ja nicht, dass eine Person, ein politisch Verantwortlicher, eine Partei alleine entscheidet, wie es geht. Mehrheitsentscheidungen in einer liberalen Demokratie, in einem Rechtsstaat, in einer offenen Gesellschaft mit vielen Meinungen, mit lauter unterschiedlichen Menschen bedeutet im Zweifelsfall, dass man sich einigen muss, dass man verstehen muss, warum Leute Fragen haben, Probleme haben und die nicht gleich zubrüllen, weil jede Frage gleich mit einer Antwort weggedrückt wird. Dass wir Räume haben müssen, uns auszutauschen, auch unsere Sorgen, Ängste, unseren Zorn versehen. Und Deutschland hat das zusammengebracht. Und das Interessante ist, dass die Gründungsväter waren es in der Tat alle, aber die Gründungsleute das auf einen Begriff gebracht haben, den man sich mal merken kann. Der heißt Irenik. Irenik ist die Friedenslehre damals von der konservativen Partei der katholischen Soziallehre. Also Ökumene sozusagen. Und der Gegenbegriff der Irenik ist die Polemik. So ist es aufgestellt worden. Das heißt, das, was wir im Moment erleben, zielt im Kern auf eine Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, miteinander zu reden, Aushandlungsprozesse durchzuführen. Die Polemik, und zwar vor allem die rechte Polemik, sie speist sich im Grunde aus einer Struktur. Und wir sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, dass es ein einzelnes Problem ist. Natürlich gibt es Probleme. Es gibt Debatten über Migration, über Klimaschutz, über erneuerbare Energien und so weiter und so fort. Aber zu glauben, der eine Punkt ist die Ursache für Rechtspopulismus, das wäre zu verkennen, was ihn eigentlich ausmacht. Ihn macht aus, die Probleme, die wir haben oder die Herausforderungen, die wir haben, die Debatten, die wir führen müssen, so zu isolieren und dann so aufzuladen, dass ein vernünftiges, normales und auf Einigung, Irenik ausgerichtetes Gespräch unmöglich ist. Alle beschuldigen sich nur noch, alle beschimpfen sich nur noch, alle suchen nur noch das Negative, alle brüllen sich nieder. Und wenn wir das zulassen, wenn das der Stand der Dinge in Deutschland, in Europa und am Ende in der Welt ist, dann werden wir den Kampf für die Freiheit nicht gewinnen. Wie kommen wir dagegen an? Weil ja, das wisst ihr alle, weil unser Aufmerksamkeitssensorium am Ende die mediale Demokratie, in der wir leben und vor allem die sozialen Medien, also die Algorithmen in den Programmen, in denen wir alle mehr oder weniger unterwegs sind, ja darauf angelegt sind, Klicks und Kommentare und sozusagen die starke Meldung nach oben zu spülen. Also im System, sowohl im System der Mediendemokratie wie der sozialen Medien gibt es eine Verführbarkeit, genau diesen Populismus eigentlich immer stärker werden zu lassen, weil das der scheinbare Erfolg ist, Applaus, Aufmerksamkeit, Followschaften und so weiter zu generieren. Was setzen wir dem entgegen, wenn wir wissen, dass das eine Sackgasse ist, weil das nicht dazu führen kann, dass wir als mehrheitsfähige Gesellschaft den Raum der Demokratie offen halten können? Wie kommen wir dagegen an? Und das bringt mich jetzt zu OMR. Und das ist alles nur die Herleitung dessen, was ich euch sagen wollte. Indem wir Geschichten des Gelingens erzählen. Indem wir zeigen, dass es etwas gibt, was stärker ist als Ausgrenzung, Hass und andere niedermachen. Und das ist Hoffnung auf die Zukunft, Hoffnung und Stärke des Gelingens. Und jetzt gehe ich einmal durch, was eure Berufsgruppen sind. Influencer, Medienmacher, digitale Unternehmer, Start-up-Unternehmen.
Ja, ihr müsst das nur ins Deutsche übersetzen, um zu sehen, dass dies hier nicht nur ein Treffen von Leuten ist, die Geschäftsmodelle verfolgen, sondern damit sich schon eine politische Haltung im weitesten Sinne transportiert. Und damit meine ich nicht, dass ich wissen will, wen ihr wählen wollt, sondern wenn man ein Start-up-Unternehmen ist, dann startet man etwas. Das heißt ja nicht Sit-and-Wait-Unternehmen. Es heißt ein Aufbruch wagen. Und wenn man einen Aufbruch wagt, dann muss man irgendwie glauben, dass es gelingen kann. Sicherheit gibt es natürlich nicht. Aber wenn man weiß, dass es schief geht, dann macht man es natürlich nicht. Und wenn man Influencer ist, dann heißt es ja nicht nur, dass man Tipps gibt, wie man sich besser schminken kann, sondern dass man mit den Leuten irgendwie redet und eine Sprache finden muss, die Leute mitzunehmen. Nun war ich gestern Abend hier noch kurz und bin hier vorbeigeschneit und habe bei so einer, wie heißt denn das, so einer Pre-Party kurz reingesneakt. War ein bisschen lustig, weil die gesagt haben, ja, dieser Raum ist Journalisten- und Politikerfrei. Und dann ging ich gerade rein und hörte das als Eingang. Aber ich wollte jetzt sozusagen nicht als Politiker reden, sondern nur als Zuhörer aufschnappen, was da war. Letztes Jahr hat Luisa Neubauer hier geredet. Und das muss einen Impuls gehabt haben. Denn worüber die Leute geredet haben, das waren so vielleicht 100 Leute, die vorgestellt haben, was sie vom letzten Jahr zu diesem Jahr gemacht haben. Sie haben Drehbuchworkshops aufgesetzt, um gesellschaftliche Fragen, also Klimawandel beispielsweise, in die Berichte oder in die Tatorte und in die Drehbücher im deutschen Fernsehen reinzubringen. Es gab einen QR-Code an der Wand, wo Leute sich vernetzen konnten, um positive Nachrichten aus ihrem Bereich miteinander zu teilen und Netzwerke aufzubauen. Leute haben digitale Plattformen für erneuerbare Energien aufgebaut, um zu zeigen, wir gucken mal tiefer rein und überlassen es nicht der Politik zu erklären, wie eigentlich die digitale Gesellschaft Energiewende monitoren und betreiben kann. Aufbruch überall. Und das ist das Beste, was passieren kann. Klar, mein Job ist es und der Job derjenigen, die gewählt sind, dafür eine Sprache zu finden, das zu übersetzen in politische Kommunikation und im besten Fall in politische Haltung. Und das ist natürlich anspruchsvoll, das gelingt mal besser und mal schlechter, das räume ich ehrlicherweise ein. Aber wenn ihr nicht findet, dass wir es gut genug machen, dann müsst ihr es selber machen. Am Ende auch kandidieren für etwas und ansonsten uns nicht alleine hängen lassen. Wenn wir in einem Land leben, wo alle nur aufeinander zeigen und sagen, löst du das Problem, ich doch nicht, dann werden wir die Probleme nicht lösen. Können wir die Probleme lösen? Allemal. Denkt an die Krisen, die ich durchgesprochen habe. Ich fange mit dem Klimawandel an. In den letzten Jahren ist es trotz allem gelungen, einen Boost bei den erneuerbaren Energien hinzubekommen. Solarenergie geht durch die Decke. Bei Windkraft sind wir auf der Zielfahrt inzwischen angekommen. Selbst der Stromnetzausbau, unbeliebtes Kind bei allem, zieht jetzt richtig an. 5-fache, 7-fache Genehmigungs- und Baumengen gegenüber von vor nur 2 Jahren. Das ist das Ergebnis von politischer Arbeit, aber natürlich auch von gesellschaftlichem Willen und Unterstützung. Europa steht vor einer Wahl. Wenn Europa sich klar macht, dass es nicht nur ein formaler Regelgeber oder Verwalter ist, sondern eine Rolle zu spielen hat in der Weltpolitik, nämlich Freiheit und Frieden in Freiheit zu verteidigen und hochzuhalten, dann ist das eine immenspolitische Wahl. Und natürlich kann Europa sich weiterentwickeln und seine historische Aufgabe annehmen. Und der innere Druck auf die Demokratie, nun, spontan sind Menschen auf die Straße gegangen, als diese Abschiebungsfantasien der AfD, diese Wannsee-Konferenz 2.0 auf einmal öffentlich wurden. Die Zivilgesellschaft, sie hat am Sonntag in Berlin demonstriert und in anderen Städten auch, als Leute angegriffen worden. Sie ist da, sie ist wach. Was ich also sagen will ist, ja, die Zeiten sind herausfordernd. Der Druck auf Freiheit, auf das Land, das wir eigentlich so sehr schätzen, ist enorm. Und wir sollten nicht glauben, die Dinge sind einfach selbstverständlich für immer so, auch wenn wir uns nicht darum kümmern. Wenn wir uns aber darum kümmern, und zwar ihr euch mit darum kümmert, wenn ihr euch vernetzt, wenn ihr eure Berufsbezeichnung mal ins Politische übersetzt, dann haben wir alle Chancen, alle Möglichkeiten, dieses Land, diese Gesellschaft zu einer offenen, freien und klimaneutralen zu halten. OMR ist ein super Forum, das zu diskutieren. Habt Spaß, aber vergesst nicht, was die Stunde geschlagen hat. Steht auf, macht den Rücken gerade und sorgt dafür, dass wir dieses Spiel nicht nur verlieren, sondern am Ende auch gewinnen. Vielen Dank, gute Tagung euch.